damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M TV, Big M Eats. Und heute schauen wir uns mal an, was dieses Paket kann, denn wir haben was zugeschickt bekommen, was da drin ist, was es damit auf sich hat und wie das Ganze schmeckt vor allem. Da schauen wir jetzt. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Damit kommen wir zu einem ganz besonderen Video. Boah, ist das schwer. Denn Juicebox hat uns was zugeschickt und zwar, dass wir alle brauchen, nämlich was zu trinken. Und wie ihr wisst, nach, ich sag mal, gewissen Challenges auf unserem Hauptkanal, brauche ich immer eins, jede Menge zu trinken. Und ich bin, ich sag mal, einer, der sehr, sehr viel trinkt, aber ich brauche immer was mit Geschmack. Und das Ganze haben wir jetzt hier. Ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus, schauen uns das Ganze an und natürlich vor allem, wie es schmeckt. Dann holen wir mal unseren ersten Sirup raus. Vom Karton kommen wir zum nächsten Karton. Wobei, das ist schon der Sirup. Da kommen wir nämlich gleich zu, wie das Ganze zubereitet wird. Ich habe mir das natürlich ein bisschen durchgelesen und auch schon mal ein bisschen angeschaut. Aber wir werden es gleich das erstmal zusammen live testen. Hier haben wir Apfel-Holunder Light Variante. Es gibt nämlich tatsächlich einmal, ich sag mal, die normalen Sachen und auch als Light. Unser zweites Package, das ist Eistee Pfirsich. Das ist der originale Sirup. Und unser drittes Package, das ist nochmal Light Mango Maracuja. Oh, das dürfte was für mich genau sein. So, dann schmeißen wir mal hier den Karton weg und schauen uns mal an, was wir noch haben. Noch eine Genussbox, 8 himmlische Sorten zum Probieren. Oh, heute wird es kulinarisch, ich sag mal, feucht. Dann schauen wir mal, was wir noch so haben. Genussbox, einmal 8 himmlische Sorten zum Probieren. Achtung, nach dem Set willst du alle Sorten bestellen. Na, das habe ich auch. Und wir haben einmal 8 kalorienreduzierte Sorten zum Probieren. Ich bin ja sowieso der Light-Typ, ne? Also ich sag mal so, Softdrinks sind einfach meine, ich sag mal, größte Schwäche. Sonst achte ich ja immer auf sehr, sehr viel. Aber ich sag euch ehrlich, ich brauche immer was mit Geschmack, ne? Abgesehen jetzt mal vom Kaffee, der muss schwarz sein. Aber ansonsten immer was mit Geschmack. Deswegen bin ich echt gespannt und ich bin dann aber auch so der Light-Typ halt, ne? Weil ich brauche keinen Zucker, sage ich euch ganz ehrlich, zumindest nicht im Getränk drin, ne? Alles andere schon. Aber deswegen, ich würde sagen, wir testen das Ganze, ich mache das Ganze fertig und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. So, und wisst ihr, was ich direkt gemacht habe? Weil wir werden hier ordentlich was testen. Ich habe mir eine riesen Schüssel voller Wasser gemacht. Ich glaube, das kann man im Sommer auch ganz geil machen. Ich würde jetzt tatsächlich, ich glaube im Sommer, wenn ich es jetzt nicht nur auf der Sirup erstmal testen würde, so ein bisschen noch mit Früchten und so reinmachen und dann, glaube ich, so richtig eiskalt genießen. Das stelle ich mir gerade richtig cool vor. Ich habe schon so die Bilder im Kopf. Wir haben ein bisschen Eis dazu gehabt, ne? Das ist jetzt schon, ich sag mal, in der Schüssel geschmolzen, weil ich hatte schon mal ein bisschen vorher vorbereitet, damit es schön eiskalt ist. 2 Gläser dazu, Löffel ein bisschen zum Umrühren. Und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Original an, denn ich befürchte, mit dem Ding hier, mit den Lights, da haue ich gleich vielleicht eins weg. Obwohl ich sagen muss, das Mischverhältnis jetzt bei dem normalen Sirup ist zum Beispiel 1:10. Das heißt, wir haben immer 2 Liter Sirup und hier bekommen wir dann ungefähr 22 Liter, 20 bis 22 Liter ungefähr an Fertiggetränk raus. Das ist schon eine ordentliche Menge. Aber wenn ihr denkt, hier ist das viel, dann haltet euch fest, bei den Light, weil das noch konzentrierter wohl ist, hat man 1:19 und soll wohl bis zu 50 Liter rausbekommen. Das heißt, das Ganze, obwohl es halt Light ist, wahrscheinlich noch viel, viel süßer. Ich bin echt gespannt, ne? Vor allem, wie gesagt, Apfelholunder Maracuja. Eistee Pfirsich ist bei mir immer so, ne? Wisst ihr, auch bei Eistee ist immer so, der eine ist Zitrone, der andere Pfirsich. Aber ich bin schon echt gespannt. Vor allem könnte das wirklich, ich sag mal, so mein neues Ding werden, weil ich halt so viel immer trinke. Deswegen, ich bin gespannt. Ich würde sagen, machen wir das erste Glas voll und dann testen wir das Ganze. So, dann schauen wir mal, dass wir hier uns den Deckel abmachen. Das ging schon mal fix. Dann nehmen wir uns unser erstes Glas, machen vorher noch hier diese Sicherung ab. Und dann würde ich sagen, pressen wir einmal kurz. Oh, da kam schon gut was raus. Oh, es riecht genau wie Eistee, ne? Ich meine, gut soll es ja auch sein, ne? Ich würde sagen, wir tun uns jetzt mal eine Kelle rein. Wir haben ja, falls es wen interessiert, knappe 6 Liter drin. So, dann probieren wir das Ganze mal. Oh, kennt ihr das Geräusch vom Wasser? Ich werde jetzt nicht auf näher eingehen, aber ich würde sagen, wir probieren mal. Das ist Original Sirup Pfirsich Eistee. Schmeckt wirklich 1:1 wie Eistee, ne? Wie gesagt, das war jetzt Eistee Pfirsich. Ich bin eigentlich gar nicht so der krasse Pfirsich-Eistee-Fan. Oh, hier stehen ja auch sogar die Nährwerte drauf. Nährwertreduktion 100 Milliliter, Aufmischung 37,5 Kalorien. Gut, und dann sind wir dabei. Und das Original, wie gesagt, gibt ja viele oder wahrscheinlich eine oder andere von euch, die trotzdem gerne das mit Zucker haben. 9,2 Kohlenhydrate, davon 9,1 Zucker. Wie gesagt, Original. Aber, wie gesagt, das war die erste Variante. Gibt es, wie gesagt, noch in verschiedenen anderen Varianten mit Holunder, Waldmeister, Wassermelone oder
oder auch fruchtige Himbeere und sowas. Also 8 Sorten gibt es dann insgesamt, ne, wo ihr bestimmt was dazu findet. Wie gesagt, ich werde mich jetzt ein bisschen mehr auf die Light-Variante konzentrieren, weil das wirklich so meins ist. Verlinke euch das Ganze auch mal hier unter der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne die Seite mal abchecken und auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr das mal probiert habt oder was euer Favorite ist, wenn ihr euch mal angeschaut habt. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zur Light Holunder. Ich würde sagen, mit der beginnen wir auch. Auch hier machen wir zuallererst mal erstmal unten den schönen Verschluss ab. Hier wissen wir jetzt, müssen wir das Ganze auch die Sicherung einmal abnehmen. Wenn man es einmal gemacht hat, geht es wirklich easy. Und was mir auch auffällt, also ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist, wenn ihr es sehen könnt, aber der Originale hat jetzt schwarz und die Light-Varianten haben jetzt hier so einen roten Verschluss. Auch hier drücken wir einmal. Oh, das ist aber echt easy. Oh. Es riecht tatsächlich mehr nach Holunder als Apfel, aber auch hier machen wir uns jetzt wieder eine schöne Kelle rein. Wie gesagt, da ist das Mischverhältnis ja 1:19, das heißt, wir bekommen da 50 Liter raus. Also wie gesagt, das wäre eigentlich genau was für mich. Und warum es genau noch was für mich ist, 3 Kalorien auf 100 Milliliter und dann 90% niedriger CO2-Abdruck. Also ich glaube, das könnte wirklich was für alle sein, die so ein bisschen, ich sag mal, bewusster leben. Aber für die Originalen ist, wie gesagt, auch was dabei. Probieren jetzt auf jeden Fall mal Apfel und Holunder, Light-Konzentrat. Boah, Halleluja. Boah, kein Scheiß, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass das süßere. Boah, ist das süß. Ich habe safe. Also für mich ist genau richtig. Ich sag mal so, diese Angaben optimales Mischverhältnis ist ja, ich sag mal, für den ersten Gebrauch, aber ansonsten muss man das selber für sich herausfinden und ein bisschen, ich sag mal, wie ich immer ganz wild werden. Das war unnormal süß. Also da kann man safe, hätte viel mehr schon einfach machen können. Boah, schmeckt das geil. Kein Scheiß, das schmeckt richtig gut. Man hat so einen richtigen, ich sag mal, so einen säuerlichen Geschmack, ne? Also, ich würde tatsächlich sagen, da ist auch so ein grüner Apfel drauf gebildet. Er hat tatsächlich auch gesagt, das schmeckt wie so ein grüner Apfel halt, wenn man es kennt, ne? Also gar nicht wie diesen, wer es kennt, diese roten Äpfel, sondern wirklich wie so dieser säuerliche, süße Apfel. So könnt ihr euch das auch vorstellen, leicht säuerlich. Schmeckt echt gut. Boah, I like it. Boah, und da jetzt, wie gesagt, im Sommer noch so ein paar Früchte drin. Jetzt mal hier diese Mango Maracuja noch probieren. Auch hier müssen wir natürlich erstmal das Ganze, die Sicherung und unten den Verschluss abmachen. So, also ich muss echt sagen, wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, für mich war es jetzt auch das erste Mal, ist es echt easy going, genau wie das Aufstellen. Vor allem, ich denke mal auch in der Küche, also das kann man sich easy irgendwo hinstellen, ne? Das sieht ja da jetzt noch nicht mal als, ich sag mal, shady aus, sondern das sieht sogar ganz cool aus. Also vielleicht lasse ich die Donny im Wohnzimmer stellen, aber in der Küche neben meinen Kaffeeautomaten einfach mal sowas zu nehmen, vor allem auf morgens, ich sag mal, um die ersten Flüssigkeiten aufzunehmen, ist schon ganz cool. Ich habe mir jetzt auch fürs letzte Mal ein größeres geholt, damit wir da mal erstmal ein bisschen reinmachen. Boah, das riecht diesmal mehr nach Mango. Es sieht auch so mehr nach Mango aus, ne? Ich bin mal echt gespannt, welcher jetzt so mein Favorite ist von den ersten. Diesmal haben wir uns, wie gesagt, ein größeres Glas geholt. Ich habe nur eins davon gehabt, weil es kaputt gegangen ist. Probieren jetzt mal Mango Maracuja. Guck, das meine ich, ne? Mischverhältnis vorhin war wahrscheinlich nicht ganz 1:19, weil, ich meine, wie willst du jetzt genau machen, so, ne? Aber vorhin war da definitiv, weil es das kleinere Glas war, ich sag mal, so ein bisschen mehr Sirup wahrscheinlich drin, weniger Wasser. Und hier wäre das jetzt so, wo ich sage, man hat so zwar Geschmack, ich denke mal, da kommt man auch länger natürlich mit aus, aber um so richtig zu catchen, war das gerade schon, also ich denke mal, da kann man noch mal ein bisschen höher gehen. Boah, das schmeckt wirklich gut, ne? Ich muss sagen, jetzt gerade, ich tue mal noch mal so ein bisschen mehr rein, rühre das Ganze noch mal um, weil jetzt will ich mal doch noch mal wissen, im Vergleich, wenn das noch mal ein bisschen, ich sag mal, konzentrierter ist. Boah, das ist gerade schwierig, ne? Also auch das schmeckt echt gut, aber ich würde tatsächlich sagen, Apfelholunder haut mich mehr weg, weil es kribbelt so ein bisschen. Also das hat so, ich schau mal, was mir bei dem ganz cool geschmeckt, bei dem Apfelholunder, ist, dass es wirklich so säuerlich schmeckt und das, ich sag mal, das kitzelt so ein bisschen. Wer das Ganze kennt, wenn man sowas Säureres quasi auch ist, ich weiß nicht, wer von früher vielleicht noch Center Shocks kennt, so sauer ist es jetzt nicht, aber das catcht dann so ein bisschen. Das hat mich jetzt so ein bisschen mehr abgeholt als Mango Maracuja, auch wenn das wirklich auch gut schmeckt. Ja, statt jetzt würde ich wirklich sagen, Apfelholunder wäre mein Favorite. Aber wir haben ja auch noch die, ich sag mal, Genussboxen hier. Auch die könnt ihr natürlich gerne mal abchecken. Ich denke mal, es ist besser vielleicht sogar, wenn ihr euch mal durchtesten wollt, vielleicht so eine Genussbox zu bestellen. Wie gesagt, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch alles mal und schaut ganz gerne mal nach, weil wie gesagt, es gibt 8 verschiedene Sorten. Machen jetzt mal die Light-Variante aus. So sieht's aus. Ich denke mal, da kriegt man alle 8 einfach mal mit. Haben jetzt hier auch nochmal Eistee Pfirsich Light, Birne Melone Light, Apfelholunder Light, gut, das haben wir schon. Mango Maracuja, Sunset Orange Light, das hört sich auch ganz cool an. Berry Bomb Light, oh, ich glaube, das werden wir machen. Da haben wir noch so Beeren mit dabei. Very Cherry Light und
Pineapple Dreamlight. Oh, das hört sich aber auch cool an, ne? Pineapple, Ananas. Ja, wisst ihr was? Ich bin echt so ein Ananas-Fan, ne? Also gerade wenn es auch so ein Getränk ist. Wir probieren mal das Pineapple. Da hauen wir kurz das Mango Maracuja weg. Hab das Glas, das große, jetzt noch mal ein bisschen sauber gemacht, damit wir auch wieder den, ich sag mal, neutralen Geschmack da drin haben. Machen jetzt mal so eine Genussbox hier auf. Dazu nehme ich einfach noch das Messer, was ich hier liegen hatte. Auch hier tun wir den Sirup einmal mal rein. Kann man ungefähr mit so einem Glas 300 Milliliter machen, ne? Dann hat man so, ich sag mal, ein Glas, wo man das Ganze mal mit probieren kann. So, haben dann das hier mal drin. Oh, es riecht schon, also das muss ich schon sagen, ne? Es riecht gar nicht so krass künstlich, sondern wirklich relativ, ich sag mal, natürlich auch. Machen jetzt erstmal nicht ganz alles rein, denn auch hier will ich jetzt erstmal testen, wenn es vielleicht so ein bisschen catcht. Rühren das Ganze mal um. Probieren jetzt mal Pineapple. Boah, wie ich sagte, ne? Ich liebe halt den Ananasgeschmack. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin eher der Fan, der es dann doch noch südlicher mag. Ne? Ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen weniger Wasser reinmachen können. Also kein Mist. Jetzt nach den ersten Versuchen würde ich euch das Ganze auch empfehlen, wenn ihr das mal probiert, wirklich mal mit ein bisschen weniger Wasser anzufangen. Vielleicht erstmal mit einem Sirup rein, weil ich sag mal, Wasser kann man immer noch hinzugeben. Erstmal ein bisschen Sirup rein, was Wasser, mal ein bisschen testen, was euch catcht. Und dann kann man es immer noch, ich sag mal, ein bisschen verdünnen. Aber auch hier muss ich sagen, das schmeckt gut, wird aber immer noch bei Apfelholunder bleiben. Aber wisst ihr was? Wir probieren einfach noch mal ein bisschen weiter. Ja, ich meine, dafür sind die Probierboxen jetzt da. Ne? Macht das Glas noch mal sauber. Und dann machen wir uns mal Very Cherry hier rein. So, auch hier mal komplette Sirup rein. Boah, es riecht wirklich krass, ne? Also das muss ich schon sagen, auch das hier riecht wieder krass. Jetzt machen wir es mal wirklich nur bis zur Hälfte. Rühren auch das Ganze mal um. Wie gesagt, ist jetzt nicht das Mischverhältnis, was so angegeben ist, aber ich catch es dann doch ein bisschen mehr. Es schmeckt wirklich krass intensiv, ne? Und mir wird das aber schon fast reichen jetzt so vom Sirup her. Ich würde es gar nicht mehr verdünnen. Oh, weg damit. Geil, hat auch gut geschmeckt. Weiter bleibe ich bei Apfelholunder. Aber wir machen weiter. Mir gefällt's, mir macht Spaß. Auch das Glas ist wieder sauber. Dann geben wir jetzt mal Eistee Pfirsich Light. Gut, Eistee Pfirsich hatten wir jetzt drüben. Jetzt haben wir hier Sunset Orange. Das probieren wir mal. So, Sunset Orange. Oh, ist das Blutorange oder normale? Probiere ich jetzt mal. So, wieder schön umgerührt. Rein damit. Würde ich aber jetzt von allem bisher am wenigsten nehmen, weil es, ich sag mal, so weniger der Orange nahe kommt. Also, sagen wir jetzt so der natürlichen, krassen Orange. Catch ich bisher am wenigsten, wobei es schmeckt auch, ne? Also, bin echt ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Wie gesagt, ich liebe es einfach, was zu trinken mit Geschmack, ne? Ich trinke, es ist mit einer meiner größten Schwäche oder größte Schwäche. Ich bin kein Wassertrinker mehr. Ich trinke so viel, ne? Aber mittlerweile brauche ich immer was mit Geschmack. Apfelholunder, das hatten wir, ist bisher immer noch mein Favorite. Mango Maracuja haben wir auch. Und dann gibt es ja nur noch, ja, 2 noch. Oh, wir haben noch Berry Bomb Light. Boah, das riecht richtig, ja, wie so eine, ja, eigentlich wie es auch heißt, Bärenbombe, ne? Aber probieren wir, machen wir ein bisschen Wasser rein. Auch hier wieder nicht zu viel. Erstmal, wie sie es gecatcht haben. Zum Wohl. Oh, das schmeckt gut. Oh, das kommt dem Apfelholunder schon sehr nahe. Boah, also kein Mist, ne? Wisst ihr, was mir da als ersten Gedanken reinkommt? Das und dann so gefrorene Früchte. Himbeeren, Beerenmischung, noch so im Sommer. Boah, und dann hier rein. Oh, hier das Sirup rein, gefrorene Früchte und dann so eine Art, ich sag mal, Früchtepunsch. Ich trinke keinen Alkohol, Früchtepunsch und dann im Sommer schön hinlegen. Ich glaube, das wäre meins. Ich glaube, das wäre mit Früchten jetzt. Ich glaube, das wäre es wirklich. Also, ich glaube, das wäre es. Aber wir haben noch eins. Birne Melone, oh, da bin ich gespannt. So, damit haben wir auch das letzte. Ich bin eigentlich gar kein Birnen-Fan und Honigmelone sowieso nicht. Eher Wassermelone noch, aber ich bin jetzt echt mal gespannt. Auch hier machen wir mal nur bis zur Hälfte. So, mal umgerührt. Wie gesagt, normalerweise kein Birnen-Fan. Bleibe ich dabei. Nee, ich bin kein Birnen-Fan. Also, das muss ich tatsächlich sagen, das liegt einfach an meinem Geschmack. Aber damit haben wir soweit alle durch, ne? Also ich muss sagen, eigentlich das erste, was wir probiert haben, Apfelholunder, hat mich am meisten gecatcht. Und dann stelle ich mir noch Berry Bomb vor. Also das wären jetzt so, ich sag mal, meine beiden Favorites. Mango Maracuja geht immer. Ich meine, was geht nicht, ne? Was so Tropical Fruits angeht. Aber ich muss schon sagen, Apfelholunder, da baller ich mir jetzt noch mal was rein. Oh, es riecht auch so am intensivsten, muss ich sagen, ne? Wahrscheinlich deswegen, weil es einfach für mich am intensivsten geschmeckt hat auch. Nach den ganzen probieren wir das jetzt noch mal zum Abschluss. Oh, Leute,
Hat kein Mist. Alter, dieses Apfelholunder ist ja der Wahnsinn. Alter, das haut mich weg, ne? Alter, das ist wirklich, also für mich persönlich das Beste, wirklich. Also, wie gesagt, Berry Bomb und das, also Apfelholunder, wer wirklich, ich sag mal, dieses auch vielleicht im Supermarkt auf diese grünen, säuerlichen Äpfel steht, für den wird safe das sein, hundertprozentig. Ja, damit werde ich definitiv noch das ein oder andere heute Nacht trinken. Und in Zukunft wahrscheinlich, ich sag mal, ja, vor allem auf diese Apfelholunder. Und im Sommer werde ich wirklich mal probieren, das Ganze mit so gefrorenen Früchten zu machen. Wie gesagt, findet alles in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze von Juicebox gerne mal ab. Und wenn man dann noch überlegt, dass man sich, ich sag mal, das Schleppen spart oder heutzutage auch, ich sag mal, Plastikflaschen, unabhängig davon, wie umweltfreundlich das Ganze ist, aber auch, ich sag mal, so ein bisschen mit dem Geschmack hier und da, ne? Viele stehen ja deswegen auch auf, ich sag mal, Glasflaschen. Aber das ist für mich definitiv, ich sag mal, so eine Sache, einfach aufstellen und dann kommt man gerade mit denen ja bis zu 50 Liter hin. Ich wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich dann doch ein bisschen mehr catche, wenn mehr Konzentrat und dann, ich sag mal, vielleicht auf 20 oder 30 Liter. Aber auch die halten länger. Ja, damit danke ich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das Ganze probiert habt. Würde mich mal interessieren, was euer Favorite ist oder falls ihr mal was probiert habt. Oder ob ihr zum Beispiel auch eher auf Light oder dann doch, ich sag mal, die Zuckervariante steht. Was ich gar nicht jetzt schlimm finde. Aber ich bin halt dann doch so der Zero-Light-Trinker. Ja, danke fürs Zuschauen. Gerne den Kanal abonnieren, gerne das Video liken, würde mich freuen. Und checkt natürlich auch gerne unseren Hauptkanal ab. Ich denke, es wird mal Zeit, so 5 bis 6, 7 Liter mal einmal zu trinken. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal bei Big M TV oder unserem Hauptkanal Big M. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.